Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich für euch ein ganz besonderes Chutney mitgebracht. Ihr kennt es selber, der Knoblauch ist reif, die Tomaten sind reif. Wer Ingwer hat, auch der Ingwer wird jetzt langsam reif. Und was tun mit dieser Hülle und Fülle an Gemüse? Ja, das ist ganz einfach. Wir machen ein Tomaten-Chili-Chutney. Und wenn ihr wissen wollt, wie das alte Rezept meiner Mutter funktioniert, dann bleibt dran. Vielleicht kurz eine Info. Dieses Rezept ist jetzt nicht so ein typisches historisches Rezept, wie ihr das in meinen letzten Videos gewohnt seid. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, es ist wert, vorgestellt zu werden. Denn der Geschmack von einem Tomaten-Chili-Chutney mit diesen speziellen Komponenten, die ihr gleich sehen werdet, der ist wirklich einmalig. Und jeder, der es etwas schärfer mag, ist hier besonders gut aufgehoben. Wo kommt dieses Rezept her? Ja, meine Mutter hat gerne immer etwas schärfer gegessen und sie stand vor genau dem gleichen Problem. Sie hatte einen Schrebergarten und in dem Schrebergarten hat sie Tomaten angepflanzt, sie hat Chilis angepflanzt, manchmal auch Ingwer angepflanzt und ja, ihr kennt es ja, das Gemüse ist meistens, oder diese Gemüse sind meistens gleichzeitig reif. Und da sie immer sehr gerne etwas schärfer gegessen hat, hat sie sich ein Rezept zusammengesucht und deshalb kann ich euch auch nicht ganz genau sagen, wo es herkommt und wer es das erstmal aufgeschrieben hat und wie oft es schon modifiziert wurde. Aber ich habe euch das Rezept mitgebracht, was ich besonders gerne esse. Und jetzt gehen wir in die Küche und werden dieses Rezept nachkochen und natürlich auch verkosten. Also, bleibt dran. Kommen wir zu den Zutaten zu Mamas bestem Tomaten-Chili-Chutney. Also, da wären natürlich die Chilischoten. Das Rezept ist so ungefähr auf 1 Kilo gerechnet. Jetzt müsst ihr wissen, wie scharf ihr es mögt. Also von den Chilischoten würde ich sagen, empfehle ich so um die 10, vielleicht 20 für Menschen, die es deutlich schärfer mögen. Überlegt euch das, wie scharf ihr es haben wollt. Ihr könnt das Rezept variabel irgendwo anpassen. Dann natürlich die Tomaten, denn es ist ja ein Tomaten-Chili-Chutney. Ich setze hier sehr, sehr gerne auf die Ochsenherztomaten. Das ist übrigens diese hier, diese mit den leichten Streifen oder andere Fleischtomaten. Da könnt ihr mal schauen. Das Rezept ist normiert auf 1 Kilo und ihr findet es selbstverständlich in der Videobeschreibung. Auch hier könnt ihr etwas variieren, indem ihr mehr oder weniger nehmt. Ich werde gleich noch mal gucken, ob im Garten noch was reif ist und würde noch etwas aufstocken wollen bei der Anzahl der Chilischoten. Dann kommen auf 1 Kilo ungefähr 200 Gramm Erdnüsse, ein Stück Ingwer, 30 Gramm, ungefähr 2 Knollen Knoblauch, ein Teelöffel Salz, etwas Rohrzucker, dann braucht ihr Kokosfett zum Anbraten von den Knoblauchzehen, etwas Sonnenblumenöl und Teriyaki-Soße. Und das war's auch schon. Und ich empfehle euch tatsächlich einen großen Topf. Warum, werdet ihr gleich sehen. Los geht's ans Kleinhacken der Zutaten. Also das ist letztendlich immer der aufwendigste Teil. Also ich empfehle euch definitiv Handschuhe anzuziehen. Es gibt da eine Story mit meinem Bruder, wo ich Spaghetti Bolognese gekocht habe. Und da habe ich tatsächlich die Chilischoten ohne Handschuhe fertig gemacht und bin mir danach ins Auge gegangen. Das ist ziemlich unangenehm. Deshalb lasst das, zieht Handschuhe an und alles ist fein. Die Erdnüsse müssen raus aus der Schale, die Chilischoten müssen klein gemacht werden, genauso wie der Ingwer. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Chilischoten. Also ich nehme da immer einfach ein scharfes Messer, schneide oben den Kopf ab, schneide die einmal in der Länge auf und nehme die Kerne raus. Wenn da ein paar Kerne drin bleiben, Leute, ist gar nicht schlimm, macht das Chili nur was schärfer. Es soll wohl auch Hartgesottene geben, die alle Kerne immer drin lassen. Da bin ich jetzt kein Fan von, also ich möchte auch nicht auf Kernen immer rumbeißen, deshalb mache ich die, soweit es irgendwo geht, raus. Okay, ihr braucht die auch nicht kleiner schneiden. Wir gehen, nachdem das ordentlich eingekocht ist, mit dem Pürierstab rein und dann bleibt von den Schoten sowieso nicht mehr viel übrig. Genau. Jetzt der zweite Schritt, die Erdnüsse, die müssen klein gemacht und befreit werden von den Schalen, weil so können wir sie nicht gebrauchen. So, genau, die Erdnüsse machen wir jetzt, befreien wir jetzt von der Schale. Sieh zu, dass diese feine Haut, die hier hinten mit drin ist, nicht mit da reinrutscht. Wenn da mal so ein kleiner Schwupp
Wenn da etwa mal ein bisschen was mit reinkommt, alles halb so wild, Kirsch im Dorf lassen, ist nicht so schlimm. Aber wenn jetzt die ganze feine Haut alles mit dem Chili-Chutney ist, das finde ich jetzt nicht so lecker. Deshalb guckt zu, dass ihr die vollständig, so wie es eben geht, entfernt. Den Knoblauch machen wir jetzt klein. Und zwar reicht es, wenn wir den einfach nur pellen, die Schale abmachen, zerquetschen, abziehen. Und dann kommt der auch schon direkt in den Topf, denn den brauchen wir für den ersten Arbeitsschritt. Der muss goldbraun gebraten werden. Eine frische Zwiebel vom Garten mit dazu, um noch ein paar Aromen zu bekommen. Die muss da aber nicht rein. Ich finde aber, da das jetzt nur so ungefähr eine Knolle Knoblauch geworden ist, können wir die ruhig noch ein bisschen aufpeppen. Als erstes kommt das Kokosfett dazu. Ich habe das da nicht so mit dem Abwiegen. Ich nehme da einfach so ganz grob 2 ordentliche Esslöffel von. Und das sollte schon so passen. Also wie gesagt, es kommt da nicht alles auf das Gramm an. Die Konsistenz von den Zutaten, das sind ja alles frische Sachen, ist immer ein bisschen unterschiedlich und da könnt ihr tatsächlich auch etwas variieren. Macht das Kokosfett nicht zu heiß, nur so, dass der Knoblauch und die Zwiebel da so ordentlich drin anrösten können. Der Knoblauch sollte so ein bisschen goldig werden. In der Zwischenzeit, wo der röstet, habe ich mir überlegt, mache ich die Erdnüsse schon mal ein kleines bisschen feiner, indem ich sie in den Mixer stecke. Und das seht ihr jetzt hier. Ich nehme mal die Kamera mit. Ja, der Hund ist auch schon mit dabei. Der findet das Geräusch so toll. Okay, mehr brauchen wir da gar nicht machen. Dann gucken wir mal weiter auf den Topf. So, während der Knoblauch jetzt kocht, habe ich mich entschlossen, die Tomaten klein schneiden. Dazu schneiden wir den kleinen Strunk raus und dann brauchen wir die auch nicht zu klein machen. Ne? Also wie gesagt, das wird nachher alles püriert. Macht euch da nicht zu viel Gedanken, dass das alles so klein geschnibbelt sein muss. Das geht auch so. Gut, jetzt kommen wir mal wieder Richtung Topf. Das sieht soweit ganz gut aus, das reicht. Jetzt können wir die Chilischoten mit anbraten. Gut, nachdem das jetzt so wunderbar angebraten ist, kommen noch ungefähr 100 bis 200 Gramm Zucker hinzu. Da müsst ihr mal gucken, wie süß ihr das mögt. Ich selbst finde zu viel Zucker nicht so geil, aber es gibt natürlich einen gewissen Geschmack. Das solltet ihr vielleicht abschmecken. Dann können wir auch schon die Erdnüsse dazugeben und die Tomaten. Und das Salz natürlich nicht vergessen. Wer will, kann natürlich die Erdnüsse auch noch ein bisschen anrösten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das schmeckt so wunderbar. Das ist nicht zwangsläufig nötig. Dafür nehme ich etwas Rohrzucker statt den normalen Zucker, denn ich finde, das gibt nochmal so ein bisschen karamelligen Geschmack. So, dann haben wir noch ungefähr 100 Milliliter Sonnenblumenöl, was hinzukommt. Alles ganz grob, ja. Nicht, ob das jetzt 120 sind oder 80 sind oder 150 sind, das müsst ihr gucken, was die Konsistenz nachher sagt und entsprechend gegenarbeiten. Wie gesagt, das Salz muss mit rein, definitiv. Und dann natürlich die Teriyaki-Soße. Da guck mal, die ist auch ein bisschen salzig, wie viel ihr da genau nehmt. Man muss sie so ein bisschen vielleicht auch reinschmecken in das Gericht später.
Wie gesagt, ich nehme da jetzt so ungefähr, ja, ich sag mal 30 Milliliter. So, es gibt sicherlich auch noch andere Soßen, die ihr da benutzen könnt. Das müsst ihr im Prinzip selber mal ausprobieren, was ihr da am liebsten mögt. Welche Geschmacksrichtung. Aber so eine Soße gibt dem Ganzen doch nochmal einen ganz anderen Pep. Also vielleicht als Hinweis. So, da verrühren wir das Ganze gut. Und jetzt heißt es einfach einkochen lassen und regelmäßig wieder umrühren. Bis gleich. Also das Chutney kocht jetzt ungefähr 20 Minuten. Und ihr seht, es hat schon einiges an Wasser verkocht. Ich denke, wir geben ihm jetzt nochmal 10 bis 15 Minuten und dann werden wir es pürieren. So, es sind jetzt nochmal eine Viertelstunde um. Ihr seht schon, es ist super gut eingekocht. Wir werden das jetzt pürieren und dann schauen wir mal, ob wir es schon abfüllen können oder ob es noch ein bisschen einkochen muss. So, da haben wir jetzt mal den Pürierstab geholt und jetzt gibt es eine Riesenschweinerei. Ihr habt gesehen, ich habe ein weißes T-Shirt an. Ich nehme mir mal einen Deckel als einen kleinen Schutz. Wenn ihr den Deckel seht, dann wisst ihr, warum ich sagte, nehmt einen möglichst großen Topf. Und ihr wisst, wie die Küche aussieht, wenn ihr das nicht macht. Wir gucken mal rein und das sieht schon wunderbar aus. Schön dickflüssig eingekocht. Die Konsistenz wird, wenn das kalt wird, noch etwas dickflüssiger werden. Also damit könnt ihr das auch super auf einem Brot aufschmieren. Also das sehe ich schon, das wird ganz fantastisch werden. Wir füllen das jetzt ab. Und zwar mache ich das jetzt mit einem Löffel in die sterilisierten Gläser. Ach, das heiß. Oh, ich brauche einen Topflappen, das schaffe ich sonst nicht. Das ist viel zu heiß. Und das füllen wir jetzt hier in die Gläser. Dann reiben wir den Deckel, den Rand nochmal sauber. Ich zeige euch das jetzt mal anhand von einem Glas und dann gleich das Resultat. Weil das muss jetzt schnell gehen, damit das mir nicht zu kalt wird. Dann machen wir das gut voll, das Glas. Ordentlich gematschelt hier, das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Da werde ich den Rand sofort sauber putzen. Dann kommt der Deckel drauf und zum Schluss wird das Glas dann nochmal auf den Kopf gesetzt für ungefähr 5 Minuten. Das stellt halt sicher, dass auch die Hitze, diese, ich sag mal 100 Grad, die wir in dem Topf haben, dann auch vernünftig auch den Deckel nochmal heiß macht, obwohl das eigentlich jetzt super steril ist, nachdem das in der Spülmaschine war und im Backofen. Da braucht ihr euch eigentlich nicht so die Gedanken zu machen. Jetzt mache ich das ordentlich zu. Und so sieht das Glas jetzt aus. Ziemlich heiß. Es geht jetzt auf den Kopf und dann schauen wir uns gleich das Resultat an. So, dann schaut euch mal das Resultat an. Es sind jetzt 5 so wunderbare Gläser geworden. Die müssen jetzt kalt werden, dann werden sie etikettiert. Und dann werden wir gleich, denn es gibt verdammt nochmal auch noch ein Anbruchglas. So ein Mist aber auch. Und dieses Anbruchglas, das werden wir da gleich nehmen, wenn es kalt ist, zum Verkosten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Freunde der historischen Küche, es ist soweit. Das Chili-Chutney ist kalt geworden und die Konsistenz noch mal was nachgezogen. Und ich habe mir jetzt aus dem Kühlschrank super leckeren Ziegenkäse geholt, weil ich glaube, dass das perfekt miteinander harmoniert. Und ich werde das jetzt mal probieren. Das ist richtig lecker geworden. Ich muss mal ganz kurz einen Löffel holen. Den habe ich nämlich in meiner Aufregung völlig vergessen. Und jetzt probieren wir nun mal das Chutney ohne alles. Es ist immer wieder ein Genuss, sage ich euch. Ich bin jedes Jahr traurig, wenn das leer wird. Die Konsistenz, ja, man hat noch ein bisschen was zu kauen. Also es ist nicht einfach nur breiig, sondern du spürst die Nüsse da drin. Diese süße Schärfe, die in dem Chutney drin ist. Boah, ist einfach nur super, echt. Ich genieße das jetzt und esse diesen Teller auf. Wie gesagt, das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Variationen habt, Änderungen habt, schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das macht.
ob euch das Rezept gefallen hat und vor allem das Allerwichtigste, wer hat es nachgekocht und wie hat es euch geschmeckt. Ich danke allen Zuschauern für das Dabeibleiben. Genießt das Chutney und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.